Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Wie ihr wisst, gehe ich immer mal wieder auf Wünsche in den Kommentaren ein und diesmal geht ein spezieller Gruß an Kaumalt F5 raus. Der hat sich ein Video zum MG42 gewünscht, einer Waffe des Versorgers aus der MMG-Klasse. Normalerweise sage ich an der Stelle ja immer, dem Wunsch gehe ich gerne nach. MMG ist jetzt nicht so wirklich meine Favorite Waffe oder Waffengattung. Nichtsdestotrotz, Community geht vor. Also werde ich euch zeigen, wie spielt man das Teil, welche Spezialisierungen sind wichtig, wie sieht es zum Thema Rückstoßverhalten und so weiter aus. Gebe euch da noch den ein oder anderen Tipp. Wenn auch ihr einen Wunsch für ein weiteres Fahrzeug, Waffe oder sonst was Review habt, dann packt mir das an der Stelle gerne in die Kommentare. Ballert auch sehr gerne ein Like und, solltet ihr es noch nicht getan haben, ein Abo an der Stelle mit raus und dann werdet ihr im nächsten Video erwähnt. Nichtsdestotrotz starten wir jetzt aber erstmal mit dem MG42. Wie immer wollen wir erstmal mit ein paar Pros und Cons von dieser Waffe starten. Pro, es hat natürlich eine sehr hohe Feuerrate mit 981 in der Standardausführung, kann auf bis zu 1200 ausgebaut werden, dann allerdings zu Lasten des Gesamtmagazins. Da kommen wir später in den Spezialisierungen noch drauf zu sprechen. Wir haben natürlich durch das aufgestellte Zweibein, anders kann man das Teil ja gar nicht schießen, eine ordentliche Präzision. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Rückstoßverhalten, und damit sind wir auch schon bei den ersten negativen Punkten, gerade in der horizontalen, also der mit am schwierigsten oder fast nicht zu kontrollieren ist, sehr, sehr hoch ist. Man kann den horizontalen etwas, ja, den kann man natürlich gegenziehen, den kann man auch nochmal unterstützen durch Spezialisierungen etwas nach unten drücken, aber mit 0,35 auf 0,35 Links-Rechts-Versatz der Waffe nicht ganz so einfach. Deswegen empfiehlt sich bei der Waffe auch, dass man kurze Feuerstöße, ja, und jetzt, das hatten wir schon mal in einem anderen Video, nicht was ihr vielleicht unter Stößen versteht, ihr wisst, was ich meine, Feuerstöße, tappen, kann man das natürlich sehr, sehr gut trotzdem auch auf hohe Distanzen das Teil nutzen. Größter negativer Punkt für mich, Movement, wie bei jedem MMG, weil du musst dich hinlegen, beziehungsweise du musst dein Zweibein halt irgendwo aufstellen, damit du mit dem Teil vernünftig schießen kannst. Ansonsten haben wir hier den Rambo Playstyle, wie ihr es gerade im Gameplay seht. Das ist natürlich, ja, da sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das hat mit Skill nichts zu tun. Da gehen Kugeln rein, da gehen Kugeln daneben, so wie es halt gerade zufällig der Fall ist. Aber so kann man sich nicht wirklich gut durch die Maps bewegen. Anyway, die Waffe ist ja auch nicht zum Laufen, sondern zum strategischen Verteidigen oder, wie der Volksmund auch sagen könnte, Campen gedacht. Und ja, so wird sie halt leider auch von vielen Leuten genutzt. Und ich wage da auch nochmal einen Ansatz. Ich zeige es euch später ich zeige es euch jetzt gleich im TTK-Vergleich, wo ich die Waffe auch mal gegenübergestellt habe zu einer FG42, die wir uns im letzten Waffenguide bzw. Waffenvideo angeschaut haben, die eben den entscheidenden Vorteil hat, dass ihr auch im Movement noch ins Visier gehen könnt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal bei Damage over Distance ansehen, dann seht ihr, dass die Waffen komplett denselben Schadensverlauf haben bzw. den gleichen Schadensabfall. Gehen wir jetzt zur Time to Kill, dann ist natürlich klar, dass das MG42 aufgrund der höheren Feuerrate eine bessere Time to Kill hat, aber sage ich euch ganz ehrlich, das ist rein theoretischer Natur. Warum? MG42, hatte ich ja vorher schon mal gesagt, hat wirklich einen sehr, sehr ordentlichen horizontalen Rückstoß, also links auf rechts, und da bekommt ihr safe nicht alles in den Gegner rein. Also warum sollte man auf Movement verzichten, einfach in Gunfights sich besser bewegen zu können, da treffsicherer zu sein? Warum sollte man auf solche Vorteile verzichten, um mit einem MG42 rumzulaufen? Das erschließt sich mir ganz ehrlich nicht ganz, weil auch wenn da 250 Bullets im Magazin drin sind, ihr könnt die auch nicht durchrattern. Erstens trefft ihr nichts. Und zweitens überhitzt das Teil ja dann auch relativ schnell. Also, gut, das ist jetzt mal meine Meinung, meine Einschätzung oder beziehungsweise einfach mal auch gleichgezogen mit den Fakten, die halt so im Game vorhanden sind, beziehungsweise die uns die Waffenstats hergeben. Ich weiß aber,
hier werden andere Meinungen herrschen und lasst uns das einfach ganz fair mal in den Kommentaren diskutieren. Keine Beleidigung von wegen Camper oder whatever. Tut hier alles nichts zur Sache. Mich interessiert es halt einfach nur, wie man sich mit dieser Waffe dann eben die Vorteile verschaffen könnte oder ja, wie ihr dazu ganz einfach steht. No front, in keine Richtung, einfach mal diskutieren. Und damit kommen wir auch schon zu meinen Spezialisierungen. Ich würde euch empfehlen, den Rückstoßdämpfer mitzunehmen, das erweiterte Magazin, 250 Schuss, dass das Ding eben nicht so schnell überhitzt, die dritte Spezialisierung und dann einfach den schnelleren Magazinwechsel. Damit fahrt ihr aus meiner Sicht am besten. Klar, man kann auch nochmal für höhere Distanzen, damit man das Teil nochmal ein bisschen präziser bekommt, beziehungsweise die Kugeln schneller fliegen, diese Hochgeschwindigkeitskugeln mit aufnehmen. Was ich euch definitiv nicht empfehlen kann, das ist eben dieses Anti-Flugzeug, irgendwas, Kugelgedöns, ja, also da gewinnt ihr keinen Krieg damit, das könnt ihr euch aus meiner Sicht komplett sparen. Wenn auch da jemand eine gegenteilige Meinung hat, dann packt mir das doch auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und damit kommen wir auch zu meinem Fazit. Also, ihr habt es ja ein bisschen rausgehört, MMG ist so absolut nicht meine Klasse. Nichtsdestotrotz kann man mit dem Teil natürlich schon was wegschnetzeln, so ist es nicht. Und trotzdem, wenn ihr MMG spielt, würde ich euch dann eher eine M1919A6 empfehlen. Klar, ein bisschen Nostalgie in Anführungszeichen, beziehungsweise weil es halt einfach eine sehr, sehr bekannte Waffe aus dem Setting war. Kann man auf jeden Fall mal ausrüsten. Feuerrate ist brutal, schnetzelt ein paar Leute weg und dann hoffe ich aber, dass ich euch irgendwann überzeugen kann, von diesem Liges-Spielstil abzuweichen. Und wenn ihr solche Teile schon nutzt, dann versucht doch zumindest offensiv reinzugehen und ja, campt nicht in irgendwelchen Hausecken und schnetzelt die Leute dann beim Türfenster reingehen oder wie auch immer ab. Das macht keinen Sinn. Leute, damit seid ihr auf dem neuesten Stand. As always, wir sehen uns wie immer zum nächsten Livestream bzw. zum nächsten Video. Also haut rein und bis dahin, euer A-Team.